Servus Freunde der Fotografie und herzlich willkommen zu einem kleinen Special hier auf meinem Kanal. Denn vor einem halben Jahr habe ich euch informiert gehabt, Leute, sorry, ich habe keine Zeit, ich habe ein Kundenprojekt und deswegen kann ich kaum Tutorials für euch erstellen, da das ein sehr großes Projekt war. Und zwar hat sich das Ganze um TinySeed gehandelt. Das ist eine kleine Kickstarter-Firma, die ein Wallet erstellt hat, beziehungsweise es ist ein physisches Wallet, wo du dann später dein Seed eintragen kannst. Aber das ist jetzt ein nerdiger Kram, darum geht es jetzt hier mir auch gar nicht, denn ich möchte euch zeigen, was ich für den Kunden gemacht habe, in erster Linie den Trailer, den ich erstellt habe und wie du sowas auch machen kannst. Natürlich gab es auch noch andere Aufgaben, wie ein Tutorial zu erstellen. Das kannst du dir auf der Homepage von TinySeed anschauen oder 1000 NFTs zu erstellen, also Fotos, Einzelfotos vom Produkt, die alle unterschiedlich sein müssen, die dann wiederum als Gutschein gehandhabt wurden. Also du konntest dir dann ein NFT kaufen und später konntest du dann das NFT einlösen, um das Produkt zu bekommen, nachdem das fertiggestellt worden ist. Also eigentlich eine ganz coole Sache. Und andererseits kannst du natürlich auch das NFT behalten, in der Hoffnung, dass der Markt explodiert und du dann damit richtig Kohle machen kannst. Aber wie gesagt, das ist richtig nerdiger Kram und für die meisten von euch uninteressant. Mir geht es in erster Linie jetzt hier wirklich um den Trailer, wie du sowas erstellen kannst, beziehungsweise wie du auch solche kreativen Fotos dann machen kannst. Denn einerseits das Bewegtbild, was ich euch hier zeige, das kann man natürlich auch als Standbild machen, also als ganz normales Foto. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal den Trailer an, also Film an. Legen wir also los mit Materialien, die ich verwendet habe, und ganz klar, meine Kamera war am Start, also die Olympus OMD 1 Mark II. Vorne dran hatte ich mein 17 mm Objektiv beziehungsweise mein 60 mm Makroobjektiv. Also mit den beiden Festbrennweiten habe ich gearbeitet und alles in 4K gefilmt. Bis auf eine Aufnahme, nämlich diese Aufnahme hier. Dafür habe ich mein Smartphone verwendet, also das S21 von Samsung, denn hier kann ich Slow-Motion-Aufnahmen machen. Mit meiner Kamera habe ich leider nicht so viele Frames per Second und hier mit meinem Handy habe ich zwar eine schlechte, miese Qualität, also weit weg von 4K, aber kann Slow-Motion-Aufnahmen machen und der Effekt kommt halt richtig cool, wenn du Slow-Motion-Aufnahmen machst. In diesem Sinne musste mein Handy herhalten, aber ich denke im Gesamten, im Trailer fällt es nicht auf, dass die Sequenz schlechter ist von der Qualität. Und dann als nächstes hatte ich jetzt hier einen Drehteller in Verwendung, also dieser ist jetzt hier von Myops. Und es gibt es natürlich auch von allen möglichen Herstellern. Ich habe mir das damals als Kickstarter gekauft gehabt. Und was ich ganz cool finde, dass ich das per Handy steuern kann. Also ich kann jetzt per Handy sagen, dreh dich nach rechts, nach links oder nur 10 Grad. Und wenn ich jetzt hier Sachen in der Mitte platziere, kann ich die halt wirklich schön drehen lassen, wenn ich das Ganze filmen möchte. Beziehungsweise auch, wenn ich Fotos mache und was in die Mitte draufstelle. Und jetzt dann aber mein Stativ und alles aufgebaut habe, Licht etc. drumherum, aber jetzt einen anderen Winkel von dem Objekt, was ich fotografiere, haben möchte, kann ich jetzt hier einfach das Ganze drehen lassen, was eine richtig coole Sache ist. Dann kommen wir auch schon zu meinem Licht und hier habe ich zwei RGB-Panels verwendet, von unterschiedlichen Seiten angeleuchtet. Also dass zum Beispiel die Kante in Pink ist und die vordere Fläche in Blau. Das kriegst du mit zwei Lichtern super hin. Oder hier gibt es zum Beispiel auch Special Effects, zum Beispiel ein Feuereffekt. Das heißt, hier flackert es orange und dadurch kriegst du natürlich auch noch mehr Wärme, zum Beispiel in den heißen Feuerbildern.
die ich jetzt erstellt habe, hinein, da das Ganze einfach nochmal auch beim Video-File ein bisschen dramatischer und echter wirkt. Dann hatte ich als nächstes jetzt hier noch meine E-Zigarette, um ein bisschen Rauch zu machen, und ein kleines Wasserfläschchen zum Sprühen, um ein paar Wassertropfen auch auf das Produkt sprühen zu können, um einfach da auch noch mal ein bisschen andere Effekte erzielen zu können. Und natürlich habe ich alles mit dem Stativ gefilmt, einerseits mit meinem großen Stativ und andererseits mit so einem kleinen hier, wo du sehr flexibel bist und auch super nah herangehen kannst, zum Beispiel wenn du im Makrobereich jetzt was filmst oder fotografierst. Und dann hatte ich jetzt hier noch unterschiedliches Tonpapier, zum Beispiel in grün, wenn du jetzt was freistellen möchtest, im Video zum Beispiel, gibt es da die typische Technik mit Greenscreens. Und ich habe jetzt hier kein Greenscreen zu Hause, dementsprechend habe ich mir jetzt hier einfach mit grünem Papier weitergeholfen. Das heißt, ich habe das grüne Papier zum Beispiel jetzt hier auf meinen Drehteller gesetzt, mein Objekt hier drauf platziert, im Hintergrund nochmal grün drauf platziert, und dann kriegst du so einen Effekt hier ganz easy peasy hin. Stellst du einfach kurz frei in Premiere, und das waren jetzt hier auch schon meine ganzen Materialien, die ich verwendet habe, und natürlich das kleine Metallplättchen hier von Tiny Seed, was ich jetzt hier als Produkt verwendet habe. Du kannst natürlich jedes beliebige Produkt hier verwenden, um solche Techniken zu machen. Und der Aufbau ist natürlich auch relativ simpel. Der spiegelt sich auch in vielen meinen Tutorials wieder. Das heißt, wenn du meine ganzen Videos hier schon gesehen hast, wirst du auch den Aufbau sofort verstehen. Also zum Beispiel den Feuereffekt, den gibt es hier in diesem Video mit der Glaskugel auch. Und du kannst natürlich jetzt die ganzen Sachen, wo ich jetzt Bewegtbild, also Video habe, auch als Standardfoto erstellen. Wie ich das dann später auch gemacht habe bei den 1000 NFTs, die ich erstellen durfte. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Grundaufbau an. Und der zieht sich eigentlich auch durch alle Sequenzen. Der Aufbau ist eigentlich auch ein sehr klassischer Aufbau, wie ich das eigentlich generell immer mache. Das heißt, ich habe meinen Hintergrund, dann kommt jetzt hier mein Objekt, was ich fotografieren möchte, und davor kommt meine Kamera. Und mein Hintergrund war einerseits dann farbiges Tonpapier beziehungsweise auch mein Bildschirm, wo ich unterschiedliche Videos habe drauf laufen lassen, damit ich einfach ein bisschen mehr Dynamik im Hintergrund erhalte. Dann kommt jetzt hier auf dem Drehteller mein Item, das ich fotografieren möchte, also in diesem Fall das Tiny Seed Plättchen, und dann lasse ich das Ganze hier einfach drehen. Zum Teil habe ich jetzt hier auch noch schwarzes Tonpapier draufgelegt, beziehungsweise auch grünes Tonpapier, wenn ich das Ganze freistellen möchte. Und da ist natürlich jetzt die Schwierigkeit, die Mitte zu finden. Das heißt, am besten guckst du, wo ist jetzt hier ungefähr die Mitte, merkst dir optisch den Punkt, legst das Papier drauf und platzierst dann dein Objekt hier drauf. Denn wenn du das Objekt nicht exakt in der Mitte platzierst, wandert das natürlich und dreht sich nicht gleichzeitig. Und das ist natürlich dann nicht den Effekt, den ich wollte, da ich ja auch mit einem Makroobjektiv hier fotografiert habe bzw. gefilmt habe, wollte ich natürlich, dass sich das Objekt direkt im Center dreht und nicht jetzt hier herumeiert und aus meiner Optik von der Kamera heraus dreht. Und dann als nächstes habe ich einfach meine Lichter genommen gehabt und eins von der einen Seite platziert, eins auf die andere Seite platziert, beziehungsweise auch einfach bewegt. Und wenn du das Licht bewegst und filmst, dann kriegst du zum Beispiel solche Effekte hin. Das heißt, ich bin einfach mit dem Licht über das Objekt rüber gegangen oder einfach hinten rum, und dadurch kriegst du diese coolen Effekte. Und wenn du jetzt einen schwarzen Hintergrund hast, ein bisschen Abstand, also du musst natürlich darauf achten, dass du den Hintergrund nicht anleuchtest, dann kriegst du halt einen dunklen Hintergrund und das Objekt erscheint, sag ich mal, aus der Dunkelheit in den Farben, die du haben möchtest. Also eigentlich eine ganz coole Sache. Und dann bei dem Feuerbild hier zum Beispiel habe ich jetzt auch im Hintergrund mein Bildschirm, wo Flammen laufen. Dann kommt mein Objekt auf einem schwarzen Tonpapier, und dann kommt die E-Zigarette zum Einsatz, und ich habe noch ein bisschen Qualm gemacht. Und
Licht eingesetzt. Hier zum Beispiel auch diesen schönen Feuereffekt, den es hier standardmäßig bei diesen Lampen gibt. Und das Ganze einfach fotografiert und gefilmt natürlich. Und in der Post habe ich dann später noch ein paar Flammen in den Vordergrund gesetzt. Also einfach auch das im Hintergrund aufgenommen, in den Vordergrund gesetzt und das war's. Also relativ easy. Und dann bei diesem Wassereffekt zum Beispiel habe ich es einfach mit der Sprühflasche Wasser drauf gesprüht. Hier kannst du zum Beispiel auch einen Spiegel als Untergrund nehmen, damit du noch eine Reflexion hast. Und dann habe ich einfach so lange gewartet, bis der Tropfen runtergelaufen ist und dabei zum Teil auch drehen lassen. Also da kriegst du dann richtig coole Effekte hin. Um diesen Pudereffekt bei der Slow Motion zu bekommen, habe ich ganz einfach das Plättchen hinten in Mehl reingedrückt, fallen lassen. Und wenn es dann aufschlägt, löst sich das Mehl und du siehst diesen Staubregen beim Springen. Natürlich wäre das Ganze viel cooler gewesen in einer besseren Qualität, aber leider habe ich jetzt hier auch nicht die super High-End-Kamera, wo ich das Ganze mit umsetzen konnte. Das waren die Haupteinstellungen, die ich jetzt bei meinen unterschiedlichen Sequenzen und Fotos durchgeführt habe. Natürlich gibt es jetzt hier auch noch viele Feinheiten in der Post-Production später, dass ich noch einen Glitch-Effekt draufgelegt habe, dass ich noch an den Farben ein bisschen herumgespielt habe, dann Flammen in den Vordergrund gelegt habe, etc., Soundeffekte drunter. Aber mir geht es jetzt in erster Linie darum, dass du verstehst, wie man zum Beispiel solche Trailer erstellen kann, beziehungsweise wie du auch daraus aus coolen Trailern, wenn du irgendwo was siehst, richtig coole Fotos machen kannst. Und wie auch schon erwähnt, die meisten Techniken, die ich jetzt hier zeige, sind ja auch schon bekannt hier aus unterschiedlichen Tutorials hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, dir hat mein kleines Tutorial gefallen und natürlich auch der Trailer, den ich erstellt hatte für TinySeed. Und check natürlich TinySeed aus, vor allem wenn du mit Kryptowährungen handelst. Ich finde, das kleine Wallet ist richtig stark, eine richtig coole Sache. Und unterstützt einfach auch mal eine kleine Firma, anstatt mal die großen zu unterstützen. Das ist mein Tipp. Also wie gesagt, schau dir einfach TinySeed an. Auch wenn du jetzt das Tutorial zu dem Produkt sehen möchtest auf der Seite oder auch die ganzen NFTs, die ich erstellt habe, schau bei TinySeed vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Ciao.